Wenn es um das Zeichnen lernen geht, dann empfehle ich eigentlich den meisten Anfängern erst einmal das stilisierte Zeichnen zu pausieren, beziehungsweise sich nicht unbedingt darauf zu fokussieren und stattdessen eher die Realität zu studieren. Ja, also Realismus vor Stilisierung, weil, das sage ich immer, jede Art der Stilisierung ist eine Abstraktion der Realität. Also wenn man die nicht richtig verstanden hat, dann wird es in der Regel auch schwierig zu abstrahieren, sprich stilisiert zu zeichnen. Die Krux ist aber tatsächlich, dass das Stilisierte dann wiederum eigentlich den höheren Skill oft bedeutet. Das heißt, wenn du richtig gut stilisiert zeichnen kannst, heißt es in der Regel, dass du die Realität gut verstanden hast, ja, dass du eben gut abstrahieren kannst. So, ja, also dass es eigentlich gar nicht mal so ist, wenn jemand so ein richtig hyperrealistisches Bild gezeichnet hat, dass das unbedingt von einem Profi-Skill zeugen muss. Das muss es nicht, ja. Es ist sogar oft eher so, dass diejenigen, die sehr stilisiert zeichnen, oft sogar einen viel höheren Skill haben. So, und genau da glaube ich, dass das Video The Problem with Realism von Tommy Worthington daran anknüpft. Ja, deswegen hat mich das sehr interessiert. In dem Thema bin ich genau drin und ich denke, du auch, wenn du zeichnen lernen willst. Ja, dieses Thumbnail hier, das hat mich sehr angesprochen. Ich glaube, da geht er nämlich genau darauf ein. Kann aber auch sein, nicht. Also ich habe es mir noch nicht angeguckt. In jedem Fall geht es eben um das Zeichnen und Realismus, wobei er das als Problem hier definiert. Und das würde ich mir entsprechend sehr gern einmal anschauen und darauf reagieren, sowie, wie immer, meinen Senf dazu abgeben. Mit hoffentlich vielen Tipps für dich als Zeichenanfänger. Also schauen wir einmal direkt rein in das Video. Take a look at these paintings. They're all done by Sergeant. Ja, Sergeant. various artists at different points in history at the peak of each artist's respective career. Wer mehr, Rembrandt. Do you believe me? Well, you shouldn't, because that isn't true. Because these paintings were all done by the one and only Pablo Picasso. But you probably only know Picasso for his more abstract stuff. Na, wenn du ihn wirklich kennst, dann weißt du, dass Picasso auch erst realistisch gezeichnet hat, bevor er abstrakt wurde. Remarkable about these paintings is that they were all done in 1896, when Picasso was only 15 years old. In Krass, er hat Picasso's echt own schon words, früh he said, angefangen. "It took me 4 years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child." Naja, erstmal studieren wir unsere Vorbilder und eben Realismus. Ja. Dadurch, dass es da schon Vorlagen gibt, haben wir im Prinzip eine Art Curriculum, an dem wir uns orientieren können. Aber eben das, was er sagt, paint like a child, wobei ich das nicht mal unbedingt so sagen würde, sondern mehr eben den eigenen Stil, die eigene Stimme als Künstler zu finden. Das ist ja die Herausforderung. Die baut natürlich auf solchen Grundlagen auf. Und da sagt der richtig, Herr Picasso, dass es dann die restliche Lebenszeit gebraucht hat. Ja. Also die Bilder vorher, alles Studien von Picasso tatsächlich. Sehr interessant, hat er sehr, sehr gut die Likeness, die Ähnlichkeit zu den Kunstwerken hinbekommen, weil ich ja auch dachte, das wäre tatsächlich von Sargent. Krass. He was able to achieve a level of realism most people could only dream of obtaining. But is this what Picasso is known for? No, of course not. It's his abstract work that pretty much revolutionized. Natürlich, also die wenigsten, und ehrlich gesagt fällt mir da jetzt auch nicht wirklich einer ein, vielleicht Andy Warhol könnte man so ein bisschen dazu zählen. Was ich sagen wollte, die wenigsten werden dafür erinnert, dass sie irgendetwas kopieren. Ja, also Andy Warhol in dem Sinne, dass er ja, obwohl er auch nicht direkt exakt kopiert hat, ja, aber diese Pop-Art Geschichten von bekannten Produkten und so weiter. Das ist ja schon irgendwo ein eigener Stil, aber das käme dem noch am nächsten, etwas zu kopieren. Und die wenigsten, ja, sind eben durch Kopien bekannt geworden. Natürlich oft eher die eigene Stimme, ja, das Originelle, was dich dann bekannt macht, natürlich. Trotzdem würde ich nochmal hier einkrätschen, wo er gesagt hat, ja, es hat nur ein paar wenige Jahre gebraucht, so ein bisschen mit Wink, ja, da steckt der Talent drin, dass er so ein Level erreicht hat, Picasso, ja, also dieser Realismus in jungen Jahren. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht so krass mit Picasso auseinandergesetzt, aber ich würde behaupten, um so ein Level zu erreichen, wenn er nicht gerade ein fotografisches Gedächtnis hat, und das hat er nicht meines Wissens nach, dann wird er sehr viel Zeit täglich bzw. regelmäßig investiert haben. Sowas erreichst du nicht, wenn du dich einmal hinsetzt und irgendwie eine Studie anfertigst. Ja? Also wenn man in jungen Jahren mit 15, was er jetzt geschrieben hatte, so ein Level erreicht hat, dann kannst du trotzdem davon ausgehen, dass
er mehrere Jahre vorher, wahrscheinlich eben schon früh angefangen, vielleicht mit 10 oder schon jünger, dass er da schon immer einfach gezeichnet und gemalt hat. Ja, also das ist nicht so, du wirst geboren und kannst sofort Dinge perfekt abmalen und abzeichnen und die auch verstehen. Da wird er sehr viel Zeit investiert haben. It's what made Picasso Picasso. And if I'm being 100% honest, I don't really even care that much for Picasso's work. But he was true to himself, and it resonated with people. It reminds me of another quote I heard. Be yourself, so the others looking for you can find you. Pikachu, what's the deal with realism? Dieses Video wird sehr subjektiv sein, okay? Es ist okay, also was er jetzt gerade schon gesagt hat, mit Picasso ist er jetzt nicht so deep drin, bin ich ehrlich gesagt auch nicht, ja, habe ich auch schon gesagt. Und tatsächlich sein abstrahierter Stil ist jetzt auch nicht so meins, wenn ich ehrlich bin, aber ich respektiere es und gerade vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass er super viel erst realistisch gezeichnet hat, wirklich einen Skill aufgebaut hat und eben er dieses Craftsmanship, ja, dieses Handwerk beherrscht und davon aber bewusst abweicht, weil er es kann. Ja? Nicht, weil er es nicht anders kann, weil er nicht die Skills besitzt, sondern weil er das wollte und weil er sich dahingehend entwickelt hat. Das bewundere ich und das ist auf jeden Fall ein Ding, wo man sich inspirieren lassen kann, auch wenn man jetzt nicht unbedingt von dem Stil per se davon begeistert ist, sage ich mal. Man kann andere Vorbilder haben, aber davon kann man sich definitiv inspirieren lassen. Realism is a strange topic in art, where it seems like people who are not in the art world tend to view it as like the apex of art, the best of the best. And those in the art world tend to not view it as highly. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Also ich empfehle es erstmal den Anfängern, Realismus zu studieren, aber tatsächlich ist das eigentlich eher die Grundlage, die dazu führt, dass du abstrahieren kannst, dass du zu deiner eigenen Künstlerstimme finden kannst. Aber Realismus ist eigentlich in erster Linie Kopie von dem, was bereits existiert. Und wir wollen ja eigentlich etwas schaffen, was nicht existiert oder zumindest nur in unseren Köpfen und das auf Papier bringen. Und da haben wir in der Regel selten komplette fertige Vorlagen, die wir kopieren. Nein, wir kombinieren mit Hilfe der Zeichengrundlagen, die wir über Realismus aufgebaut haben, eigene Kompositionen. Ja? Und deswegen diejenigen, die halt wirklich auf Profi-Level sind, wo ich mich auch dazu zählen würde. Nicht auf Master-Level, definitiv nicht, aber ich arbeite professionell als Künstler und da weiß ich, ich kann diese Grundlagen nehmen und eigene Bilder kreieren, ja, quasi zusammenpuzzeln, meine Ideen. Und das würde mir nicht gelingen, das würde Künstlern nicht gelingen, wenn sie nicht die Zeichengrundlagen drauf hätten, wenn sie nicht zuerst die Realität genügend studiert hätten. Diejenigen, die das nicht gemacht haben, noch nicht gemacht haben oder sich weigern, da sieht man das den Bildern an, ja. Wenn Realismus nicht verstanden wurde, die Realität nicht verstanden wurde, die Zeichengrundlagen nicht verstanden wurden, Perspektive, Proportion, ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht, ich spreche da immer wieder darüber, man kann nicht oft genug darüber sprechen, da sieht man das den Bildern an. Ja? Diejenigen, die das nicht genug studiert haben, da wird irgendwo immer was falsch aussehen. Und zwar nicht nur für diejenigen, die auch die Zeichengrundlagen verstanden haben, sondern eben auch normale Leute. Wenn die sich das anschauen, dann werden die nicht denken, das ist eine Stilgeschichte, sondern irgendwas stimmt da nicht. Ich kann es nicht genau benennen, weil ich bin nicht in der Szene drin, aber irgendwas stimmt da nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Und das liegt oft an den Grundlagen. Ja, also Stil sollte nicht eine Ausrede dafür sein, die Zeichengrundlagen nicht zu studieren. Ja, das sollte immer zuerst kommen. Und dann gilt aber, wie gerade eben gesagt, wo ich dem Herrn hier beipflichte, dass wenn du es einmal geschafft hast, diese Zeichengrundlagen zu verinnerlichen und realistisch, vielleicht sogar hyperrealistisch zu zeichnen, abzuzeichnen, dann ist es eigentlich auch keine Kunst wieder. Ja, also dann geht es eigentlich wieder auf das nächste Level. Okay, du kannst jetzt diese Zeichengrundlagen, du kannst realistisch abzeichnen, aber es ist eigentlich nur ein Zwischenlevel. Jetzt beginnt eigentlich das eigentliche Künstlersein oder das Werden, das Künstlerwerden, weil jetzt geht es darum, deine Stimme zu finden. Jetzt mit den Zeichengrundlagen hast du deinen Werkzeugkoffer ausgestattet, du hast deine Tools gefunden sozusagen, deine Axt geschärft und jetzt geht es daran, diese Tools zu nutzen, die Axt einzusetzen, ja, und deine eigene Künstlerstimme zu formen, ja, innerhalb von einem Stil. Der kann realistischer sein, muss es aber nicht. In der Regel wird es aber auf jeden Fall nicht komplett realistisch sein. Andererseits würde ich behaupten, wenn du
das kombinierst, sprich, wenn du nicht abzeichnest, also aus deinem Kopf Szenen erfindest, diese aber auf so einem realistischen Level zeichnest, dass sie fast real wirken, das ist so meiner Meinung nach die Spitze. Ja? Also wenn du ohne Vorlage oder meinetwegen schon mit Referenzen, aber wenn du wirklich ein imaginäres so rum, Subjekt zeichnen kannst und das aber auf realistische Art und Weise, das ist wiederum richtig, richtig schwer, noch schwerer als rein stilisiert imaginär zu zeichnen. Also es wechselt sich so ab von, die meisten starten stilisiert, ja, irgendwie Anime abzeichnen, dann das nächste Level, ich will die Zeichengrundlagen lernen, also realistisch, dann, jetzt habe ich die drauf, jetzt mache ich wieder stilisiert und irgendwann dann, oder vielleicht auch nicht, aber das sehe ich so als das höchste Level, realistisch imaginativ. Ja, also das ist so meine Definition von Level Up, was das Zeichnen anbelangt. Mal sehen, was er noch dazu sagt. I've struggled with this topic for many years and always found it difficult to put into words. See, my story goes something like this. As a kid, I would draw whatever I wanted and didn't really think too much about it. Genau, das war im Prinzip, was ich gerade gesagt habe. Ne? Die meisten von uns, wir sehen irgendwas, was uns begeistert. In der Regel, ja, wir sind mit Cartoons aufgewachsen, Anime. Das wollen wir abzeichnen, wollen das auch so können. Bei mir war es ganz viel Sailor Moon, Digimon, Naruto. Ne? Das habe ich abgezeichnet, so wie er jetzt hier Zelda und ein paar andere Sachen, ja, aber stilisiert. Und dann hat er es ernster genommen und hat entsprechend auch realistischer gezeichnet, um die Grundlagen zu verstehen. Genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Sehr schön. To drawing and painting was seeing all the art from my favorite games, movies, and shows. One Piece. They're usually high concept, creative, and pretty uniquely stylized. But when I started to do my own art, I would basically just redraw portraits of celebrities that I found online, and I'm not really sure why. When I drew a picture of Buddy the Elf or Walter White. So habe ich auch angefangen, neben Fanart stilisiert. Als nächstes, wie gesagt, Realismus. Und da habe ich auch ganz viele Star-Porträts gezeichnet von Linkin Park, Chester Bennington, ganz viel, für eine Freundin mal Robert Pattinson. Aber ja, ganz, ganz viele Star-Porträts. Ich weiß auch nicht, das ist interessant, was er gerade anspricht. Er meinte, er hat ganz viele solche Star-Porträts gezeichnet, aber wusste eigentlich nicht so richtig, wieso. Ich habe es gerade einerseits schon erklärt mit dem Realismus. Ja, wir wollen, dass es besser wird, dass unsere Zeichnungen besser werden und erkennen irgendwann, okay, dafür müssen wir eigentlich zur Realität gehen. Also ich glaube, das ist ein Punkt, ja, dass wir eben erstmal das abzeichnen, was gegeben ist und wir versuchen, eine Likeness herzustellen, also eine möglichst exakte Kopie hinzubekommen. Wenn wir das nicht hinbekommen, sind wir oft schon gefrustet, ja, aber das ist eigentlich so die natürliche Entwicklung, ja, auch wie das kindliche Gehirn funktioniert. Erstmal eigene Ideen und dann merken wir aber, ich würde jetzt gern auch die Realität besser verstehen, ja, so wie wir älter werden, so um 12, 13 Jahre rum, da wollen wir dann auch die Realität besser verstehen und drücken das auch in unseren Zeichnungen aus. Viele junge Artists in dem Alter oder Leute, die später anfangen mit Zeichnen, wollen genau das. Die wollen etwas realistisch exakt nachzeichnen können, ja, aber werden es erst viel später verstehen, dass das eigentlich auch erst der Anfang nur ist. Aber ja, das ist tatsächlich so der natürliche Weg. Ich glaube nicht, dass da noch viel anderes dazugehört. Vielleicht noch natürlich, man will eine Hommage geben an das, was einem gefällt. Ja, Linkin Park, meine Favorite Band forever, auch jetzt mit Emily. Das wollte ich einfach auch damit ausdrücken. Ja, wir wollen ja das zeichnen, was uns bewegt. Und da ist es dieses Fanart, ist ja auch nichts anderes, Porträts, auch wenn es nicht das klassische Anime-Fanart ist, aber ist auch nichts anderes, als unsere Liebe zu etwas auszudrücken auf zeichnerische Art und Weise. Und ich glaube, viel mehr Grund braucht es auch nicht. Also ich glaube, diese zwei Dinge, eine Hommage, ja, das Gefühlsmäßige und dann das Intellektuelle, dass wir diese natürliche Entwicklung durchlaufen von richtig stilisiert, merken, wir brauchen mehr Realität oder wollen auch mehr Realität, mehr Likeness, mehr Ähnlichkeit, gehen dann hin zum Kopieren, was da ist. Und dann bin ich mal gespannt, was bei ihm als nächstes als Phase kam. These were characters everybody knew and liked, and I always received some level of praise from my friends and family. And this led to me thinking I must have been pretty good at art. Das kommt natürlich auch hinzu. Und kann eine richtig große Falle sein, wenn wir etwas abzeichnen, was viele kennen und dann auch erkennen in unseren Zeichnungen. Die denken dann, boah, krass, hast du einen Skill drauf, wenn ich erkenne, was du hier dargestellt hast, ne, auf so einem hohen Level. Und man dann gerade heute Social Media, ne, Likes bekommt, Follows bekommt, viel mehr in der Regel als für originelle eigene Ideen und Zeichnungen. Ja klar, das tut dann auch irgendwo pushen. Man sieht, okay, hier diese Abzeichnungen kriegen viel mehr
Zustimmung als meine eigenen Ideen, ja, dann ist man auch irgendwo gedrängt, mehr die Kopien, eigentlich das Leichte zu tun. Das kann eine sehr, sehr große Falle sein, ja, dass man so seine eigene Stimme da so ein bisschen verliert und nur noch diesen Abzeichnungen hinterher rennt. Da kenne ich super viele Artists, die darin gefangen sind, die nur Kopien machen, ja, nur irgendwelche Stars abzeichnen, auf einem sehr hohen Level durchaus. Also viele sind da echt krass unterwegs, die sogar schon im Hyperrealismus-Bereich sind, also wo man echt denkt, das ist ein Foto, wo ich dann denke, das habe ich auch mal gemacht tatsächlich und das kann ich auch, aber ich will es nicht mehr, weil was ist daran der Anreiz? Wenn ich ein Foto haben will, dann mache ich ein Foto. Und gerade jetzt auch mit KI ist das nicht was unbedingt heraussticht. Und nur dieses Handwerkliche, ja, nur das zu können, spricht mich nicht mehr an. Ich will auch etwas Eigenes erschaffen und das wäre das nicht, wenn ich einfach nur noch abzeichne. Abzeichnen ist eine unglaublich wichtige Sache, ja, das ist das, was ich meinte. Es ist wichtig, um überhaupt das Zeichnen an sich zu lernen, aber wenn man es dann gelernt hat, oder zumindest die Grundlagen, man lernt ja nie aus, dann ist es wichtig, weiterzumachen und nicht beim Abzeichnen hängen zu bleiben. Wenn du dich mal auf Instagram beispielsweise umschaust, wirst du aber sehen, das ist genau die Falle, in der super, super viele stecken. Oder in so ein Zwischending zwischen, dass sie immer auf Referenzen angewiesen sind und sich nicht davon freimachen können, ja, dass sie einfach nie gelernt haben, richtig imaginativ, ohne irgendeine Krücke sozusagen zu zeichnen. Und Referenzen schön und gut, aber wirklich mal so frei aus dem Kopf mit den gelernten Grundlagen zu zeichnen, da wirst du sehr schnell merken, ob wirklich die Grundlagen hängen geblieben sind oder nicht. Weil wenn du das dann, es wird auf jeden Fall nicht so gut sein, wie wenn du Referenzen verwenden würdest, ja. Aber wenn es wirklich so wie Kraut und Rüben aussieht, deine imaginativen Skizzen, dann hast du die Grundlagen noch nicht richtig oder nicht gut genug verinnerlicht. Das sollte dir auf jeden Fall bewusst sein. These portraits weren't meaningful to me though. They were just a realistic drawing. Nothing really to say. Ja. And no real emotion behind Genau, it. keine Emotion und nicht wirklich eine Message, die dahinter steckt, außer guck mal, ich habe hier jemanden kopiert. Ich kann das handwerklich sehr gut, aber eigentlich bedeutet es mir nichts. Genauso wie er es gerade gesagt hat. Habe ich auch einen ganzen Ordner voll. I kind of started to question whether I was doing it because I wanted to or I was just doing it to impress the people around me. It's a lot easier to draw directly from a photo rather than create something more unique. And this goes broader than just realism. I think copying from a photo or even an artist's work one for too long can become a really bad habit. And this is coming from somebody who did that for years. Ja, also er hat es gerade genauso wie ich auch umschrieben, dass das eine sehr, sehr, sehr schlechte Gewohnheit tatsächlich werden kann, wenn du nur noch abzeichnest, nur noch dich quasi auf Fotos berufst und nicht mehr ohne solche Krücken sozusagen arbeiten kannst. Wenn du dich nicht mehr selber aus dir selbst heraus ausdrückst, sondern immer irgendwelche Krücken benötigst. Das solltest du dir auf jeden Fall nicht zur Gewohnheit machen, ständig nur auf Fotos angewiesen zu sein, sondern immer und immer wieder auch aus dem Kopf zeichnen. Auch wenn es vielleicht nicht an deine Bilder rankommt, die du mit Referenzen gezeichnet hast oder Abzeichnungen, daran solltest du dich gewöhnen. Ja? Das sind dann eigentlich die Bilder, auf die du mehr hinaus willst. Ja? Du willst deine eigene Stimme ja finden. Aber wenn du das möchtest, ja, dann solltest du genau darauf achten, dass das nicht passiert. Diese schlechte Gewohnheit sich bildet. It's totally fine to do studies of artist work or photos, and it can be super helpful. But at the end of the day, that's all it is, a study. If you draw this, and it looks like this, is it truly your work? But if you study this and maybe do some unique fan art... Yes. Das ist ein richtig guter Punkt, den er gerade angesprochen hat. Ja, eine Kopie, das hier, ist eine wunderbare Übung, wenn du die Zeichengrundlagen üben willst. Ja, wie jetzt hier zum Beispiel kannst du wunderbar Strichführung dran üben. Das ist eine richtig dynamische und gleichzeitig trotzdem auch saubere Strichführung, die der Künstler hier umgesetzt hat. Es sieht aus wie Berserk. Ist es Berserk? Sieht zumindest so aus. Und mehr ist es dann aber auch nicht. Also für dich, für deine Zeichenskills ist es wunderbar. Aber für dich als Künstler, für deine eigene Stimme und auch deine Legacy, ja, das, was du hinterlässt, das wird nicht in Erinnerung bleiben. Ja, das ist nicht das, was du dir zu eigen machen solltest. Wenn du sowas machst, das hat er gerade sehr gut angesprochen, ja, das ist Berserk, glaube ich, genau, dann nutzt das Gelernte, wenn du vielleicht eine Studie vorher gemacht hast oder wenn du dir sowas anschaust, auch Artbooks, hat er auch gerade richtig gesagt, und transformiere es aber so, dass du wirklich dein eigenes Artwork daraus machst und nicht eben nur reinkopierst. Or even create your own thing inspired by it. Oh, what?
Berserk was one of Fujimoto's biggest influences für Chainsaw Massacre. Chainsaw Massacre. Krass, das wusste ich gar nicht. Okay, ich bin nicht so der größte Fan von Chainsaw Man, muss ich sagen, dem Anime-Manga. Das ist mir teilweise ein bisschen zu eklig. Also, ja, ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen, aber das muss ich tatsächlich abbrechen. Das ist nicht so meins. Ich liebe die Zeichnungen, ja, aber die Story hat mich nicht so gehuckt, wenn ich ehrlich bin. Aber das wusste ich tatsächlich nicht, dass Berserk da ein Einfluss war auf den Anime-Manga. Das muss ich mir tatsächlich nochmal näher zu Gemüte führen, weil Berserk ist richtig, richtig gut. I eventually would try to make more original art or more creative fan art, but it was a lot more difficult and can even be very intimidating to go off the beaten path and put more of yourself out into the world. My comfort zone was realistic portraits. I would try to do something more stylized, but since I had been drawing realistic portraits for so long, my body would just sort of auto-correct back to realism, and I would end up with a blank face staring back at me with no real emotion. This led to some uncanny or just boring results. Das ist halt die Übergangsphase, was er jetzt beschreibt, wo er dann versucht hat, von diesen realistischen Porträts wegzukommen und Originale oder auch Fanart eben ohne Vorlage zu zeichnen. Da ist er irgendwo dazwischen gelandet, ja, nicht ganz stilisiert, aber auch nicht ganz realistisch. Uncanny Valley, was er gerade gesagt hat. Das ist, würde ich sagen, auch eine normale Entwicklungsphase. Das hatte ich auch, ja. Wenn du dann versuchst, das Gelernte anzuwenden, das wird nicht sofort funktionieren. Also habt da auch ein bisschen Geduld mit dir. Wobei ich trotzdem sagen würde, das ist alles schon viel, viel lebendiger. Natürlich, es ist noch nicht da, wo es sein könnte. Klar, sind wir uns einig. Aber es ist schon viel lebendiger als einfach diese kopierten Porträts. Ja, und es sind auf jeden Fall schon erste Grundlagen angewandt. Wenn auch nicht perfekt, aber finde ich auf jeden Fall schon deutlich interessanter. I'm slowly breaking away from realism and focusing more on concept and the emotion behind the stuff I make. Ah, Levi, oh mein Gott, der hat ja einen richtig coolen Stil. Das muss ich mir näher anschauen. Das werde ich nachher mal mit meinem anderen Kanal abonnieren. Ja, geil. Also das gefällt mir richtig gut. Ja, und hier ist natürlich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Es ist stilisiert. Das, was er jetzt macht also seine aktuelle Kunst, hat trotzdem den Hauch von Realismus in dem Sinne, dass man es versteht, dass die Zeichengrundlagen so angewandt sind, dass es ein authentisches Bild ergibt. Ja, das Bild hat eine gewisse Perspektive. Es gibt ein gewisses Licht-Schatten-Verhältnis. Die Farben wurden bewusst ausgewählt. Ne? Also all diese Grundlagen sind eingeflossen. Es ist aber trotzdem nicht hyperrealistisch. Und vor allen Dingen, es ist ein Fanart. Ja, Levi von Attack on Titan, falls du es nicht kennst, ist ein richtig geiler Anime-Manga. Das ist ein Fanart, aber es ist trotzdem auch nicht abgezeichnet. Das ist ein eigenes, und ich sehe gerade Sieg, oh mein Gott, sein Kopf hier unten, geil. Und Hanji und Erwin. Ja, es ist trotzdem abgewandelt. Ja, es ist sein eigenes. Es gibt diese Vorlage nicht im Anime-Manga. Also Levi hat noch nie so auf dem Thron gesessen und ja, nicht auf diese Art und Weise. Also eine richtig geile Interpretation, da sind richtig geile Gedanken reingeflossen. Das ist geil, ja, auch wenn es auf einem Werk von jemand anders aufbaut, ein Fanart, ja, von etwas, was es bereits gibt, ist es trotzdem etwas Eigenes. Ja, das ist diese Entwicklung, die ich meinte. Da kommst du aber erst hin, wenn du genügend Realismus studiert hast und dann dich schrittweise dahin hinarbeitest, das Gelernte von diesem Realismus anzuwenden, ohne realistische Vorlagen auch. But like Picasso, I almost had to forget some of my academic training and learn to draw like a kid again. But don't kids' drawings kind of suck? They're sloppy, they're lazy, they're like any real fundamentals, and I would be offended if somebody looked at my work and said it looked like a kid drew it. Aber genau das meinte ich auch. Das habe ich ja auch am Anfang gesagt, weil er jetzt sagt, er würde das als Beleidigung auffassen, wenn jemand sagt, das sieht aus wie eine Kinderzeichnung, obwohl er eigentlich das will, wie Picasso da zurückzufinden zu diesen, wie ein Kind zeichnen. Und genau da habe ich ja gesagt, eigentlich ist es das ja nicht exakt. Ja, was er damit meinte, ist der Spirit vielleicht von einem Kind, ja, so dieses freie, ungezügelte Zeichnen, aber nicht ohne das Hintergrundwissen. Ja, Kinder, denen fehlt ja genau das, dieses Craftsmanship, das Handwerk, die Zeichengrundlagen. Und wenn du das aber hast und wiederum mit dem freien Geist und vor allen Dingen mit dem Ungezügelten kombinierst, dann kommst du zur Meisterschaft. Ja, und deswegen würde ich auch nicht sagen, wieder zurückfinden zum Zeichnen wie ein Kind, sondern den Spirit davon nehmen, gerne, aber nicht wie ein Kind zeichnen, sondern wie ein Erwachsener mit dem Geiste eines Kindes vielleicht. So kann man es, glaube ich, besser formulieren.
So constantly drawing realism isn't the answer, but also drawing like an actual child as a full-grown man or woman probably isn't the answer either. So, what then? Die Kombination. Die Vorteile von Going for a Realismus. realistic approach while drawing anything, you're challenging yourself to depict what you're seeing as accurately as possible, and while doing so you can learn a lot about the art fundamentals. There's a reason why art schools do a ton of drawings and paintings from direct observation, usually in the form of still lifes and figure drawings. Ja, figürliches und observational, ich weiß gar nicht, ob es da einen deutschen Begriff gibt, beobachtendes Zeichnen. Ja, also einfach studieren, was gegeben ist, die Realität, eben oft in Form von figürlichen Zeichnen, Gesture Drawing, ja, oft ein Aktzeichenzeichnis gibt es da und eben Stillleben, was er meint. Genau, das ist nach wie vor und aus gutem Grunde Stoff von Kunstschulen, von der Realität die Zeichengrundlagen lernen, wie ich es gerade schon oft gesagt hatte, genau. Because when you have a clear goal to depict something realistically and it looks off, you can see, or at least your instructor can see, where you went wrong. There are clear rights and wrongs in realism. Das ist aber schon fast wieder zu gewollt. Ich finde es eigentlich schon geiler, weil das so offensichtlich ist, dieser proportionale Fehler, dass es eigentlich gewollt sein muss. Also wenn es jetzt nur so ein bisschen versetzt wäre, das Auge, ja, dann hätte man es viel eher als Fehler wahrgenommen. Aber das wirkt hier viel mehr wie so eine bewusste Entscheidung und das schon wieder geil. Also das feiere ich, das würde ich gar nicht mehr als Fehler ansehen. Perspective or anatomy being wrong in a realistic drawing is just incorrect, wherein something not intended to be realistic can be classified as a stylistic choice. By practicing realism, it starts us off with a great understanding of the fundamentals and a better understanding of the world around us. Plus, whatever medium you're working in, whether it be graphite, charcoal, ink, painting, digital art, you can get such a better handle on how to use that media. I'm trying to improve my watercolor and gouache skills, so I recently painted this study based off a screenshot of Tom Hardy in the movie The Bike Riders. I learned a lot from it. Ja, das ist auch ein guter Punkt, was er jetzt anspricht. Realismus kannst du wunderbar verwenden, um verschiedene Medien auch auszutesten. Ja, du musst ja nicht ein neues Konzept ausdenken, nicht irgendwas aus den Ärmel schütteln. Nimm einfach irgendwas, was bereits vorhanden ist, wie jetzt hier zum Beispiel schon ein Foto als Vorlage von irgendjemand, den du magst, oder einen Film, den du kürzlich gesehen hast, der dich berührt hat. Und dann teste das Medium aus. Ja, dann zeichne es einfach ab. Das nimmt so ein bisschen mentalen Ballast von dir. Also das ist auch einfach eine Erleichterung ab und zu, realistisch zu zeichnen, nicht nur um deine Zeichengrundlagen auszubauen, um dich zu verbessern handwerklich, sondern auch um verschiedene Medien auszutesten und auch einfach um, vielleicht das auch noch, wenn wir schon bei dem Thema sind, einfach auch um zu entspannen. Ja, also es muss auch nicht immer, oh, ich muss mir jetzt die genialste Idee ausdenken sein, sondern Zeichnen machen wir auch einfach oft, um zu entspannen. Ja, das ist quasi praktische Meditation. Und was gibt es da Besseres, wenn du eben das Handwerkliche als diesen Schalter zum Abschalten verwendest, nimmst dir irgendeine Vorlage, hast dann die Zeichengrundlagen, das ist die Voraussetzung schon zum gewissen Maße gemeistert, sodass es für dich entspannend ist. Wenn das alles noch für dich neu ist, ja, dann ist alles natürlich eine Herausforderung. Aber wenn du einmal so dieses Zwischenanfänger fortgeschrittenen Level erreicht hast, wo du die Grundlagen zum Großteil verstanden hast, dann ist sowas hier wirklich super entspannt. Glaubt mir, auch wenn du da jetzt vielleicht noch nicht bist, aber dann macht es einfach wirklich pure Freude, sowas abzuzeichnen und du hast am Ende einfach ein geiles Resultat. Also auch wenn es nicht originell ist, du hast eine schöne Zeit verbracht, bist mental runtergekommen. Ja, Zeichnen ist wirklich einfach super, super gut in vielerlei Aspekten für deine mentale Gesundheit, ja, und auch für dein Gehirn generell. Da gibt es sehr viele Studien, kannst du dir auch gern einmal anschauen. So many of my favorite artists who are known for their more stylized work will occasionally post realistic work just to show how good of a grasp they have on realism. It's not that they couldn't do realistic work, so they just went with something more stylized. They understood realism so well and decided to go in a different direction. Das ist genau das, was ich meinte. Ja? Die meisten, wo du vielleicht denkst, oh ja, die tun so stilisiert zeichnen, die werden nie was anderes gemacht haben. Du kannst dir sehr sicher sein, dass die besten stilisierten Künstler immer erst Realismus studiert haben und irgendwo sich realistische Kunstwerke bei denen verstecken. Da kannst du dir sowas von sicher sein. Auch beim Mangaka, dass die besten Artists zumindest, die werden das immer erst oder währenddessen studiert haben. Auf jeden Fall. Hier sind wunderbare Beispiele, es sind auch tolle Künstler, James Jean und Ilya. Tolle Artists, kannst du dir auf jeden Fall anschauen, das lohnt sich. Best base for an artist to build their skills off of. And pretty much auch ein all guter artists Animateur. still use lessons they learned in realism in their work today. There's also a lot of artists who sort of fall into the creative realism genre, as I call it,
where they still use a pretty heavy level of realism, but create beautiful, unique, and inspiring pieces. They're not just copying from a photo one for one. They add elements where they need to and change things up as they see fit. Das ist das, was ich meinte. Das ist für mich eigentlich so dieses, oh, Final Fantasy, erstmal zurück, dieses, Rockwell, sehr gut, dieses Meisterlevel. Ja, wenn du so krass realistisch zeichnen kannst, obwohl es eigentlich, und das ist eigentlich fast noch zu nah dran, gehen wir mal vielleicht zurück, ja, sowas hier, ja, das eigentlich Phil Hale, der ist ein gutes Beispiel dafür, dass du richtig realistisch zeichnen kannst, aber nicht mal unbedingt eine krasse Vorlage brauchst, sondern wirklich imaginativ, was in deinem Kopf ist, realistisch darstellen kannst. Das ist meiner Meinung nach so das höchste Level. Nicht unbedingt an Kreativität, da lässt sich sowieso drum streiten, was ist originell und was nicht, aber auf jeden Fall, was das Handwerkliche angeht, gibt es eigentlich nichts Krasseres, als wenn du ohne Vorlage etwas sehr, sehr Abstraktes, vielleicht sogar Fantasievolles, realistisch darstellen kannst, meiner Meinung nach. But create beautiful, unique, and inspiring pieces. They're not just copying from a photo one for one. They add elements where they need to and change things. Wie heißt der nochmal? Gurney. Der ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, mit seinen Dinotopia, ja, seinen Dino-Artworks, da quasi realistische, semi-realistische Werke zu schaffen, ohne tatsächliche komplette Vorlagen zu haben, würde ich hier genauso mit einreihen. A lot of video games nowadays fall into this category too. Ever play a game and see it being very realistic but also uniquely stylized? Final Showing off Fantasy. detailed graphic abilities while still keeping a good sense of style. The artists who make this kind of stuff could be considered realistic artists, but they aren't beholden to it. They allow themselves to break the rules where they need to. Das ist eigentlich so dieser bekannte Spruch. Learn the rules in order to be able to break them. Ja, also du musst die Regeln kennen, bevor du sie brechen kannst und darfst, würde ich sogar behaupten. Genau das ist es. Und in dem Fall beim Zeichnen sind halt die Regeln Realismus. Ja? Zeichengrundlagen basierend auf Realismus, auf der Realität. Erst wenn du die kannst, kannst du wirklich davon abweichen, bewusst abweichen. Alles andere sind halt Fehler. Wenn du bewusst davon abweichst, dann ist es Stilisierung. Ja? Das ist der feine, aber doch sehr wichtige Unterschied. Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist. Yes. Die Gefahren von Realismus. I talked earlier about how I went through a period where I really only drew celebrity portraits and occasionally drawings from life. Drawing realistic portraits is great, and maybe you're the best at it out of everyone you know, but how much do you actually understand what you're drawing versus how much are you just copying what you see? Do you know how the face breaks into planes and how the proportions align? And when put against other portrait artists from around the world, how does your art stack up or even differ from those around you? This is Steve Houston, an incredible artist and art teacher, and he said something that really stuck with me. What we've done is we've made art about that craft and we measure it by how good your craft is. But let's say you level up on your own or you find somebody on the internet in your hometown that gets you to world class. You do charcoal portraits that are world class. That's fantastic. Most people never come close to that. And yet we put your beautiful charcoal portrait in a giant gallery with all the other thousands of world-class charcoal portrait artists that are out there. They're all fantastic. Oftentimes they're doing demos on YouTube. It's incredible. But you put them in a room, can you tell the difference? Yeah. Can you tell that that guy's a little better and that guy's a little worse? How do you measure world-class? And how do you distinguish it? How do you walk in and say, oh, I'm going to buy Christian's world-class portrait rather than this fellow over here? Why would they do that when there's no real difference? Yeah. And that's still not invaluable or unvaluable. Yeah. But to me, it's not optimal. We could take it a step farther. We can take very good craftsmanship or at least solid craftsmanship and push it from the head, which is what craftsmanship is. It's an engineering problem. Yeah. And move it down into the heart, where I think art does the most good. Oh mein Gott, das hat er richtig schön formuliert. Ist eigentlich auch genau das, wie ich es auch sehe. Ja, ich finde, viele vernachlässigen die Zeichengrundlagen, ja, also dieses Craftsmanship, das Handwerk. Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber gleichzeitig, was auch viele vernachlässigen, wobei ich sagen würde, weniger tatsächlich, ist dann gleichzeitig auch wirklich aus dem Herzen zu zeichnen, emotionsgeladen zu zeichnen und auch wirklich eigene Dinge zu schaffen. Ja, also ich finde, meisterhafte Kunst sollte beides haben. Es sollte ein Level an Handwerk haben,
ja, gute Zeichenskills und du kannst davon abweichen. Wie gesagt, wenn du die Regeln kennst, kannst du sie bewusst brechen. Die meisten kennen sie aber nicht. Und dann eben auch dieses, ich nutze diese Regeln, um damit etwas Kreatives, Originelles zu schaffen. So, also Ideen und Handwerk, das finde ich, das sollte zusammengehen, um wirklich herausragende Kunst zu machen, die auch in Erinnerung bleibt, ja, die eine Legacy schafft. So, das ist genau das, was er angesprochen hat. Super, in super schönen Worten auch. Move it from your head to your heart. It can sound a bit cliche, but I can't think of a better way to say it. It's easy when you're learning art to get lost in being too analytical in an academic sense, making sure everything looks realistic, but there's no real message behind it. There is clear right and wrong in realism. It's easy to judge. If you try to draw something photorealistic and it doesn't look like that thing, then it wasn't successful. Ich finde aber, dass du das splitten solltest, was er gerade sagt, dass man zu analytisch werden kann, sich daran verliert, ein Porträt zu krass, zu exakt abzuzeichnen, finde ich, ist eher langfristig das Problem, wenn du nur das machst. Aber es kommt ja ganz drauf an, was du im Moment studierst. Und ich würde behaupten, dass es essentiell ist, dass du einmal zumindest eine Phase hast, wo du extrem analytisch an deine Bilder rangehst, um eben die Grundlagen aufzubauen. Weil sonst baust du die nicht auf. Also, ne, zum Beispiel, wenn du Proportionen übst und Perspektive, dann hilft es wirklich mal eine Zeit lang, so präzise wie möglich die Vorlagen, die du über dein Lernmaterial erhältst, abzuzeichnen, nachzukonstruieren. Natürlich verstehen, das ist dann wieder eine andere Sache. Ne? Also das, was er meinte, einfach nur stumpf kopieren, das bringt wenig. Ja, wirklich verstehen, was du da tust. Wie ein Kopf aufgebaut ist bei dem Beispiel Porträt. Ja, dass du einfach nicht nur die Grauwerte, so wie es halt ist, das Foto kopierst, sondern guckst, okay, wie kann ich denn die Nase zum Beispiel vereinfachen? Aus was besteht denn die Nase? Was ist die tatsächliche Anatomie? Kann ich das vielleicht rotieren nochmal im Space? Aber jetzt bei diesem Porträt gesprochen, wie genau ist vielleicht vereinfacht die Box in Perspektive gedreht? Ja, und erst wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann, ja, und dann ist es auch wichtig zu wechseln, das, was du gelernt hast, wendest du an, versuchst es aus dem Kopf abzurufen. Das ist schon mal so ein erster guter Test, ja, der Testing-Effekt. Was ist hängen geblieben? Und dann nochmal einen Schritt weiter. Jetzt nutze ich das Wissen, um ein komplett eigenes Motiv zu erschaffen. Ja, zum Beispiel, gehen wir mal nochmal auf Porträt. Ja, letztens habe ich zu Dandadan Fanart Hommage erstellt. Okarun hier in 2 Porträts dargestellt. Und das ist auch was, es ist stilisiert. Aber ich habe hierbei eben die Zeichengrundlagen verwendet, um das Porträt zu konstruieren. Ich hatte keine Vorlage dafür, abgesehen von dem generellen Character Design, logisch, ne? Muss ja irgendwie wissen, wie der Charakter aussieht, aber ich hatte jetzt für diese direkte Ausrichtung des Kopfes wieder aufgebaut. Das hatte ich keine Vorlage. Woher weiß ich aber, dass der Kopf so aufgebaut ist, wie ich es jetzt hier konstruiert habe? Naja, weil ich genügend Porträts zuvor studiert habe, ja, wo ich gelernt habe, ja, so ist eine Nase aufgebaut, so ist ein Kopf aufgebaut. Ja, die Loomis-Methode habe ich ganz oft studiert. Und Perspektive-Grundlagen. Ich weiß, dass Linien so und so verlaufen müssen. 2-Punkt-Perspektive, ne? Was bedeutet das? Das meine ich mit Zeichengrundlagen verinnerlichen, um sie dann frei anwenden zu können. Ja, und auch hier, diese Darstellung von Okarun, von Dandadan gibt es nicht. Ja? Das ist meine originelle Erfindung. Und vor allen Dingen auch diese Kombi. Ich habe 2 Porträts geschaffen. Hier das erste in seiner normalen Form und dann auch hier das zweite in seiner Turbo-Granny-Form, falls du den Anime nicht kennst. Der ist richtig weird. Aber ja, der hat quasi 2 Formen. Das habe ich erstellt. Und das tue ich gerade umsetzen als ein Lentikular-Kunstwerk. Also sprich, wenn du es ein bisschen drehst, siehst du immer die ein oder andere Variante von dem Porträt. Ich hole mal kurz ein Beispiel. Ja, hier habe ich das. Und je nachdem, wie ich es eben drehe, diese Karte, sieht man das ein oder andere Motiv. Ja, es sitzt nur in der Ansicht hier ein bisschen wack über die Kamera, aber du hast es, glaube ich, gesehen. Ja, und das ist was Originelles. Klar, es ist immer noch ein Fanart, aber es hat so noch nicht existiert. Und es ist auch meine ganz bestimmte Künstlerstimme, mein Stil, ja, den ich mir über viele Jahre erarbeitet habe. So, und das ist eben die Kombination, würde ich sagen. Und es geht noch besser, wenn du dann vor allen Dingen eigene Charaktere entwickelst, klar. Aber das ist so dieses Level, wo ich sagen würde, du hast die Zeichengrundlagen gelernt und jetzt wendest du sie an für Dinge, die dein Herz wirklich berühren. Ja, eigene Ideen oder eben Fanarts, was auch immer. Aber du zeichnest eben nicht einfach nur ab. So caught up on the craft that we lose any emotion behind it. I'm not saying all art has to be something
incredibly dramatic and moving and emotional. But I'm saying that art with purpose behind it will always go further than art without. Das ist ein schönes Zitat. Art with purpose will always go further than art without. Also Kunst ohne Zweck, kann man grob übersetzen. Art ohne Zweck wird immer der Kunst voraus sein, die keinen wirklichen Zweck hat. Also Dinge, wo du einfach nur abgezeichnet hast. Und nochmal zu der Debatte, wie kreativ, originell muss es sein. Es muss nicht stark originell sein. Ja, einfach wenn dich was begeistert, quasi wenn du eine Blume am Straßenrand findest und die abzeichnen willst, ist es im Endeffekt eigentlich auch, oder nicht abzeichnen, sondern diese Sache einfangen willst, aber nicht komplett kopieren, sondern auf deine eigene Art und Weise quasi umsetzen, zeichnen, dann ist es ja im Endeffekt auch ein Fanart. Ja, ein Fanart von der Realität, in dem Fall ein Fanart von der Blume. Solange du es eben nicht exakt kopierst, sondern so wie du es wahrnimmst, mit deinem Stil auf deine Art und Weise umsetzt. Ja, ist natürlich kreativ auf einem niedrigeren Level als etwas, was du jetzt komplett fantastisch aus deinem Kopf erfindest, klar, aber finde ich, das muss eben nicht so hochtrabend sein. Ja? Also das originelle Ideen, das muss nichts Ausgefeiltes sein. Das finde ich auch gut, dass er hier das nochmal betont. I think the more we focus on realism for realism's sake, only focus on the fundamentals and not the feeling, a lot of the time, the more boring our art tends to become. I don't think that photorealistic art is necessarily like the best form of art. I think that it's just a great way of studying nature. And then you can take that wherever you want to go. I feel exactly the same way. In fact, photorealism as art bores me. Proko und Marshall, falls du die noch nicht kennst, hier vom Podcast Draftsman, ich liebe die von Proko. Proko habe ich auch Dan Prokopenko heißt er eigentlich, habe ich auch richtig, richtig viel gelernt. Marshall auch viel Perspektive. Die zwei sind richtig toll und die haben es auch sehr gut gerade gesagt, dass Realismus eigentlich eher so eine Art Stepping Stone ist, ja, ein Zwischenschritt, wie ich am Anfang gesagt habe, und dass man von da aus, wenn man das die Natur gelernt hat, damit eigentlich dahin gehen kann, wo man will, wenn man das mal gelernt hat. Aber dass das eigentlich nicht das Endziel sein sollte, dass das nicht unbedingt das Spannendste ist. In fact, photorealism as art bores me. Ja, es langweilt ihn sogar. Personally, my biggest fear anytime I start studying the more fundamental side of art is that I will lose track of the most important aspect of art, which is making something that appeals to people. I see this as a common struggle for a lot of artists. The more technically skilled and talented you become, the more boring your art starts to feel. Oh, da sehe ich mich auch immer mal wieder abdriften. Ich bin jemand, ich studiere meine Fundamentals. Ja? Ich gehe immer wieder zu den Grundlagen zurück. Man lernt die nie aus, übt das immer weiter. Und manchmal, ja, da passiert mir genau das. Dann tut man sich so versteifen auf die Grundlagen, dass man die Emotionen verliert. Was dabei helfen kann, was mir aktuell auch wieder dabei hilft, ist, immer simultan sowohl die Grundlagen zu studieren, als auch die immer wieder direkt anzuwenden und stilisiert weiterzuzeichnen. Wenn du zu lange nur dieses Realistische machst und ich muss das exakt studieren, die Grundlagen, wirst du das verlieren. Deswegen meine Empfehlung, während du das tust, immer so ein bisschen, ein paar Übungen, ein paar Stunden einplanen, wo du aus deinem Herzen heraus das anwendest, was du hier gelernt hast, und frei Projekte umsetzt, mit denen du oder womit du eigentlich auch ursprünglich angefangen hattest. Da wie zum Beispiel bei mir jetzt Fanart, ja, das mache ich jetzt auch wieder ganz viel. Da wendest du das an und deine Kunst wird nicht langweilig. Ja, aber das ist tatsächlich etwas, was sehr schnell passieren kann und mir auch oft passiert ist. Da stimme ich Sinix auf jeden Fall zu. Sometimes what we think is helping our art is actually what's holding it back. There are so many examples of art that didn't have to be realistic to make an impact on people. Van Gogh, yeah. In fact, a lot of the art that was made under strict limitations of the time turned out to be incredibly iconic. In fact, a lot of the time we over-detail a face, the less relatable and appealing it becomes. Scott McCloud talked about this in his incredible book Understanding Comics. Auch ein sehr, sehr gutes Buch. Kurze Anmerkung, wenn du mehr zum Beispiel Manga zeichnen und sowas, auch Comic zeichnen lernen willst, ist das, finde ich, ein absolutes Must-Read. Das Buch solltest du auf jeden Fall gelesen haben. Ist auch wie ein Comic aufgebaut. Da lernst du viel zu dem Storytelling an sich, wie man das angehen sollte und auch ein bisschen was zum Zeichnen natürlich. The book is focused on comics, but I believe it applies to all art. As we continue to abstract and simplify our image, we are moving further and further from the real face of the photo. Why then is the face above so acceptable to our eyes?
Why does it seem just as real as the others? What is the secret of the icon we call the cartoon? Why are we so involved? Why would anyone young or old respond to a cartoon as much or more than a realistic image? Why is our culture so enthralled to the simplified reality of the cartoon? When we abstract an image through cartooning, we're not as much eliminating the details as much as we're focusing on the specific details. By stripping down an image to its essential meaning, an artist can amplify that in a way that realistic art can't. Another is the universality of cartoon imagery. The more cartoony a face is, for instance, the more people it could be said to describe. What are you really seeing? The fact that your mind is capable of looking at a circle, 2 dots, and a line, and turning that into a face is nothing short of incredible. More incredible is the fact that you cannot avoid seeing a face here. Your mind won't let you. Ask your friend to draw you some shapes on a piece of paper. They should be closed curves, but otherwise can be as weird or as irregular as he or she wants. Let's say the results look something like this. Now you find that no matter what they look like, every single one of those shapes can be made into a face with one simple addition. Yikes. Your mind has no trouble at all converting such shapes into faces. Yet would it ever mistake this for this? We humans are a self-centered race. We see ourselves in everything. We assign identities and emotions where none exist. And we make the world over in our image. Each one also sustains a constant awareness of his or her own face, but this mind picture is not nearly so vivid. Just a sketchy arrangement, a sense of shape, a sense of general placement. Something as simple and as basic as a cartoon. Thus, when you look at a photo or a realistic drawing of a face, you see it as another face. But when you enter the world of the cartoon, you see yourself. Ja, das ist ein super Punkt. Ja, der Realismus, Porträts, Fotos, was auch immer, ist ja eigentlich das Thema, ist egal, aber realistische Elemente, realistische Motive sind so voller Details, dass wir uns auch als Betrachter darin verlieren können und die eigentliche Message, das Meaning, die Bedeutung gar nicht mehr richtig deuten können, weil einfach diese Details alles überschwemmen. Aber wenn wir einen Cartoon haben, dann ist dieser bereits auf das Wesentliche reduziert. Ja, da haben wir nur das absolute Minimum, was es braucht, um eine bestimmte Idee zu kommunizieren und können das eben auch viel, viel besser verstehen, die Darstellung. Das ist ja auch mit ein Grund, warum Manga auch eher reduziert ist, ja, damit auch die Emotionen klarer rüberkommen. Deswegen sind auch die Augen so groß dargestellt, damit die Emotionen besser kommuniziert werden können. Nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Neben natürlich dem Cuteness-Faktor, aber das ist auch ein wichtiger Punkt, ja. Manga, Anime, Cartoons, hier ist jetzt als Punkt dargestellt, aber einfach die Reduktion oder das bewusste Aufblasen von Features, um Emotionen und generell Konzepte besser zu übertragen. Natürlich, ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt von Stilisierung, wo diese dann besser wirken kann, emotionaler wirken kann und das in der Regel auch tut, als realistische Bilder, die überschwemmt sind, crowded, mit Details, die eigentlich nichts zur Message beitragen. Ja, da ist zu viel Handwerk und zu wenig Emotion in der Regel. Because of our childhood fascination with cartoons. Through other factors such as universal identification, und wir können uns besser and the childlike identifizieren, features genau. of many cartoon characters also play a part. The cartoon is a vacuum into which our identity and awareness are pulled, an empty shell that we inhabit which enables us to travel in another realm. We don't just observe the cartoon, we become it. That's why I decided to draw myself in such a simple style. Would you have listened to me if I looked like this? I doubt it. You would have been far too aware of the messenger to fully receive the message. Apart from what little I told you about myself in chapter 1, I'm basically a blank slate. It would never occur to you to wonder what my politics are, or what I had for lunch, or even where I got this silly outfit. I'm just a little voice inside your head, a concept. You give me life by reading this book and by filling up this very iconic, cartoony form. Who I am is irrelevant. I'm just a little piece of you. But if who I am matters less, maybe what I say will matter more. That's the theory anyway. Das ist richtig philosophisch gerade geworden, aber auf jeden Fall wahrer denn je. Ja, mit Cartoons, Anime, ich tue das jetzt erstmal alles zusammenpacken, ne? All das Stilisierte. Damit sind wir aufgewachsen, damit konnten wir uns eher identifizieren als mit irgendwelchen Reality-Soaps. Ja? Jeder von uns hat das geschaut, manche schauen es noch heute, aber wir haben so angefangen. Ja? Kinder
können sich am ehesten mit solchen reduzierten Darstellungen identifizieren, mit Charakteren, die sie in ihren Shows, die sie lieben, sehen. Ja? Kommt nicht von ungefähr. Genau das, was gerade erklärt wurde, was ich zum Teil auch gesagt hatte, dass eben, wenn Formen reduziert sind, wir uns eher auf die Message, auf die Nachricht, auf das Konzept fokussieren können, anstatt auf den, der es erzählt, ja? Oder die Figur, über die das dargestellt wird. Das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Hätte ich nicht gedacht, dass das Video so philosophisch wird. While reading this section for the first time some years ago, I really feel like it opened my eyes to a new reality of art. It explains a lot about what I was feeling, and also explains if you're anything like me and find most live-action remakes of animated media pretty off-putting. It's because this is a character, and this is a real person. Ja, kann man argumentieren. Ich meine, One Piece hat es ja jetzt mal geschafft, Live-Action richtig gut hinzubekommen. Zumindest die erste Staffel, zweite müssen wir noch sehen. Und Rest, aber es kommt auch viel drauf an, wie die Story umgesetzt wird, mit welchen Charakteren, mit welchen CGI. Ja, also da ist schon viel abhängig. Das würde ich jetzt nicht so über einen Kamm scheren. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass Live-Action nicht funktionieren kann. Es war jetzt lange die Regel, aber ehrlich gesagt, weil die Produktion auf einfach scheiße war. Sind wir ehrlich, ne? Also da hätte man viel mehr rausholen können. Trotzdem gebe ich ihm recht, das Original ist nicht zu schlagen. Selbst in dem Fall One Piece kommt es nicht an das Original drauf ran. Ja? Man hat da einfach auch eine emotionale Bindung dafür. Wobei ich da auch sagen würde, eben genau deswegen, weil man das ja zuerst gekannt hat. Mich würde es eher mal interessieren, die Leute, die von One Piece Live-Action kommen, also sprich, dass dieses Format als erstes konsumiert haben und sich dann denken, vielleicht sollte ich mal den Anime angucken, was deren emotionale Bindung ist. Weil ich glaube, das kann durchaus anders sein, je nachdem, mit was man startet. Ja, dass sie vielleicht damit habe ich angefangen, emotional mehr gewichten, automatisch. Ja, das ist ja meistens so bei mir auch. Naruto, es gibt mittlerweile, eigentlich sind wir ehrlich, viel bessere Anime, aber das wird einfach im Herzen immer bei mir mein erster Platz sein. Einfach weil ich damit aufgewachsen bin und das mein Herzensanime ist. Ja, genauso wie Death Note und One Piece. Ne? Das wird nicht zu schlagen sein in meinem Leben. Also, aber eben genau deswegen, weil ich sehr viel Erinnerungen, Persönliches damit verbinde und nicht nur wegen dem Anime, der natürlich sehr gut gemacht ist, aber eben nicht nur wegen dem Anime selbst. Ich glaube, das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Aber klar, ja, das Reduzierte macht es natürlich so, dass man sich viel mehr auf die Emotionen, die eigentlichen Konzepte fokussieren kann, weil literally nicht mehr dargestellt ist oder weniger dargestellt ist als jetzt im Vergleich zu Live-Action, klar. I think a lot of these remakes just try to go for spectacle over substance. When I tried to Also develop One my own Piece. style, it was really challenging. It was much easier to draw from a photo one for one like I had been doing. But I don't think you have to be drawing celebrity portraits to experience this. Sometimes we get so caught up in doing one thing the right way, or what we think is the right way, and all other options, potentially better options, are closed off from us. All decisions being made with the head, and none with the heart. Mich würde mal interessieren, wer von euch hatte auch diese Phase mit den Star-Porträts zeichnen? Ich hatte sie auf jeden Fall auch viele Jahre. Und man macht es auch immer mal wieder gerne, aber wirklich so eine Phase, wo man nur das gemacht hat, nur irgendwas abgezeichnet hat. Hattest du das auch? Hattet ihr das auch? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ja, aber nach wie vor gilt natürlich, es sollte auf jeden Fall Emotionen in eure Kunstwerke einfließen und das ist auch ein wichtiger Punkt, habe ich eigentlich am Anfang schon genannt. Man sollte beides, für Meisterwerke sollte man beides einfließen lassen. Handwerk, Zeichengrundlagen, aber auch Emotionen, Originalität, eigene Ideen. Ja, es sollte nicht irgendwie nur was rein stumpf abgezeichnet sein, sondern mit dem Wissen von solchen Studien eigene Werke erschaffen. Glaube ich, dass er darauf What makes hinaus will. something feel real to you? Does something have to look realistic in order it to feel real? Do you need to see the character's pores in order to feel something real? The first time you watch The Lion King. Nein, darum geht es ja nicht. Du musst nicht dieselbe Textur, denselben Realismusgrad darstellen können, aber du musst zum Beispiel verstehen, was man hier jetzt mal auch an dem Beispiel König der Löwen sehen kann. Hier Simba, aber das ist ja super stilisiert, ne? Aber man erkennt es trotzdem, man versteht die Szene, man denkt, okay, das ist authentisch, das sieht gut aus. Die Perspektiven stimmen auch und warum? Weil eben trotzdem die Zeichengrundlagen hier richtig transferiert auf diesen Stilismus, diese Stilisierung angewandt sind. Ja, die Augen sind ganz bestimmt in der Perspektive gedreht. Ja, dieser Körper von dem Löwe oder Löwenjung hat
ein Volumen, man spürt das Volumen. Und warum? Weil es eben genauso gezeichnet oder vorskizziert wurde. Die Skizzenlinien sieht man jetzt hier nicht mehr, aber man nimmt es so wahr. Es basiert auf Zeichengrundlagen, die aus der Realität stammen. Das ist das, was ich meinte. Abstraktion sollte auf genügend Studium von Realität basieren. King and Mufasa died, did you think to yourself, well, only if that was a hyper-realistic line I would have felt something? No, of course not. You cried. I know you did. I saw it. Ja. But this is what I kind of felt for a long period. The realer something looked, the better it had to be, right? The more skilled the person making it had to be too, right? Die Not Falle. necessarily. Well, Hollywood tends to think so with all these live-action remakes. I'm not sure how much this topic will connect with other people, since for the longest time I thought I was one of the few people who actually went through this. But the more I listen and talk to other artists, maybe it's more common than I thought. What led me to make this video or to care much about this topic wasn't to shit on one style or to say one style is better than the other. It's really when I just look at an artist's work and I see such a clear sense of style to who they are, and they found an audience who like what they do regardless of how weird or strange it may seem to other people, because their artwork isn't for the people who don't like it. It's for the ones who actually do. They stuck with it, and you can see a part of that person in their work. They didn't care about making a portrait of a famous person that was popular at the time to get views. Das ist aber sehr, ich will nicht sagen clickbaity, aber es passt gerade sehr, wo er sagt, es geht nicht darum, den populärsten Charakter darzustellen, und jetzt zeichnet er gerade Jinx. Würde ich mal sagen, ist gerade so der Charakter, der am meisten gehypt wird. Aber I don't judge, ist okay, weil ich liebe Jinx auch. Also so, ich glaube, wer liebt Jinx nicht? Okay, sind wir ehrlich, also das ist einfach ein Top-Charakter. Aber das ist schon gerade sehr, sehr populär, der Charakter. I think I got too caught up in my work being impressive to people, and by doing so, lost the passion I had for the art. Iconic styles will stand the test of time and influence the artists who are next in line. I think if you make art so strung up on the details, you miss the soul entirely. Me included. It held me back for a while, and when I finally started to deviate from it, and while I struggled at first, it felt like I had started to find my own voice. I'm not telling you to do realism, I'm not telling you to avoid realism. Ich würde dir schon sagen, studiere Realismus, im Gegenteil, was er jetzt sagt. Und zwar dann, wenn du die Zeichengrundlagen noch nicht drauf hast. Wenn du sie drauf hast oder dabei bist, sie zu lernen, dann mach natürlich trotzdem nach wie vor deine eigenen Artworks, wo du nicht unbedingt Realismus anwendest, aber das, was du davon gelernt hast, die Zeichengrundlagen. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber es ist halt so wichtig. Ja, da kannst du so stilisiert zeichnen, wie du willst, aber mit den Hintergedanken aus den Sachen, die du gelernt hast. Ja, das wird da einfließen, das wirst du sehen. Spätestens nach ein paar Wochen wirst du sehen, wie massiv du dich verbessert hast, wenn du ein bisschen die Realität geübt hast und wirklich die Grundlagen anfängst zu verstehen. Ohne das wirst du dich nicht zeichnerisch weiterentwickeln können. Da wirst du immer irgendwo genervt sein, weil es eben nicht so aussieht, wie du es dir vorstellst. Das kriegst du erst hin, wenn du die Grundlagen drauf hast. So, deswegen würde ich hier ein bisschen abweichen, aber auf der anderen Seite würde ich dich auch nicht davon abhalten, wenn du gerade Bock drauf hast, zum Beispiel, du willst jetzt auch mehr realistisch zeichnen, obwohl du es schon kannst, aber wenn du es zur Entspannung machst, ist auch vollkommen fein. Und vielleicht da jetzt auch noch eine andere Sache, wenn du stilisiert zeichnen möchtest, auch das fein, ne? Wenn du nicht dabei besser wirst, du die Fehler akzeptierst, auch das ist völlig fein. Und eben auch, wenn du Charaktere zeichnest, die gerade gehypt sind, auch das ist völlig fein. Ja? Also lass dich da nicht einschränken. Dir sollte nur bewusst sein, was dir entgeht, wenn du bestimmte Dinge tust. Also solange du eine bewusste Entscheidung triffst, ist eigentlich alles fein. Ne, ich zum Beispiel, ich tue mich dabei auch manchmal erwischen, auch wenn ich gerne ein Fanart von etwas anfertigen würde, wie zum Beispiel Jinx, tue ich es nicht, weil es gerade tatsächlich, also ich gehe dann eher in die gegensätzliche Richtung, weil es gerade so gehypt ist, mag ich es nicht zeichnen, um nicht diesen Klischee zu verfallen, ich mache das jetzt, um Likes zu generieren, weißt du? Manchmal mache ich es dann doch, aber tue es nicht posten, ja? Was eigentlich total dumm ist. Also das möchte ich dir an dieser Stelle auch mal raten oder dir den Mut machen, zeichne einfach, worauf du Bock hast. Ja, wenn es nicht darum gerade zwanghaft geht, besser zu werden, wenn du einfach nur für dich etwas machst, dann mach das, worauf du Lust hast. Lass dich nicht von irgendwas einschränken, sei es um Likes zu generieren, um keine zu generieren, einfach weil du es aus Freude machst. Mach das, worauf du Lust hast. Punkt. I'm telling you to find your own voice.
I'm in no Genau, position to folgt tell deiner anyone the Stimme. art they should be making. But I do have a lot of years of making art under my belt and think a younger version of myself could have benefited from hearing this. Please don't use this video as an excuse to not practice drawing realistically. Personally, I think it's about finding a balance between pure fundamental skill and the emotion behind the art. Das ist ein gutes Finding a balance Bild. can be difficult. Go too far in emotion and not in skill, and we end up with this type of art that's pretty rampant in the modern art world. Boah, ich hasse das so sehr. Und da gibt es einen Artist, ich liebe den. Ich weiß bloß gerade seinen Namen nicht. Der macht so richtig geile, realistische Skulpturen. Aber eben ohne konkrete oder nicht komplette Kopien, sondern mit seiner eigenen Stimme eben genau das, ne? Skill und Emotion. Und der macht sich auch ab und zu ein bisschen lustig über diese Performance-Kunst. Und ich muss sagen, ja, auch ich versuche offen zu bleiben, aber ganz ehrlich, ich kann den meisten Performance-Kunstwerken wie sowas hier, kann ich einfach absolut nichts abgewinnen. Das ist für mich Geldwäsche von Millionären, ganz ehrlich. Mehr ist es nicht. Das ist für mich richtig Schmutz. Für mich gehört tatsächlich, und ich weiß, das definiert jeder ein bisschen anders, aber für mich gehört ein gewisser Skill, ein gewisses Level an Handwerk zu jeder Art von Kunst dazu. Und ja, auch Picasso, auch wenn das super abstrakt ist, dem sieht man trotzdem den Skill an. Er weiß, mit Farbe umzugehen, auch bei seinen stilisierten Kunstwerken. Er weiß trotzdem auch mit Perspektive all den Geschichten umzugehen. Das siehst du in den abstrahiertesten Werken von ihm. So, das kommt nicht von ungefähr, wie gesagt. Er hat erst die Realität studiert. Aber bei Leuten, die echt einfach nicht gewillt sind zu studieren, die Zeit in dieses Handwerk zu investieren und dann irgend so eine, sorry, ich muss es einfach so sagen, irgend so eine Scheiße rauskotzen, um Performance zu machen oder auch einfach nur ewig lang dieselben Fehler stilisiert zu zeichnen. Boah, das regt mich so auf, ne? Das finde ich so hässlich. Also, ja, muss ich gerade einfach zustimmen. Bin ich wirklich ehrlich hier? Vielleicht ist es biased, maybe, okay. Aber ich hasse solche Kunst. Das ist echt nicht, das ist das, glaube ich, das Einzige. Genau, also so eine Art moderne Performance-Kunst, das ist das Einzige, dem ich echt null was abgewinnen kann. Es gibt ein paar Performances, die finde ich schön, weil sie eine Message haben, die mich auch irgendwo sehr berührt. Es gibt Ausnahmen, klar, aber wirklich so 80-90% davon ist einfach so kompletter Humbug. Jetzt klinge ich wie Scrooge. Nee, ich kann es nicht anders sagen. Also da bin ich gerade zu 110% dabei. But focus solely on craft and we end up with art that lacks any emotional attachment to the viewer. I think art does the most good when it's somewhere in the middle. Ja. Plus a lot of artists, myself included, get stuck in the copying phase and the forever doing studies phase, and not applying what they learned from the studies to create something new. Experiment and don't be afraid to pursue new things that other people may view as odd because who knows, it could lead to something great. When I see a painting, watch a movie, or play a game, and that thing just oozes style, realistic or not, I can't help but be so inspired by it. And it's been like that for me my whole life. All those pieces of media, the feelings they gave me, it's what made me want to do art in the first place. Ja. They had so much emotion and passion poured into them, and it's impossible for me to not be inspired by media like that, even now. I wanted and still want to make art like that, to take the passion it gave me, put it into my work, and hopefully give it to other people. I think that has a lot of value, just even in its attempt. Way more value than pumping out drawings of celebrities or over-detailing a still life. I'm still learning how to do this, and I'm not as close as I'd like to be if I'm being honest. But I think art can do amazing things when we don't put unnecessary limits on ourselves. I think that's what Picasso was trying to say, and I think that's pretty important. Thanks for watching. If you enjoyed this video, please leave a like and subscribe. It really helps out. Ich mache es jetzt einfach auch mal mit dem Channel, weil es ist einfach top-notch. Ich lasse es jetzt aber mal auf dem hier stehen. Das ist, glaube ich, das Bild, der Frame, der das Video am besten zusammenfasst. Und ich bin jetzt gerade echt ein bisschen emotional geworden, muss ich sagen, am Ende. Das Video hittet. Das hat richtig mitgenommen. Das hat es am Ende richtig gut zusammengefasst. Ich glaube nach wie vor, was dieses Bild hier am besten kommuniziert. Kunst, meisterhafte Kunst, sollte eine Mixtur aus beiden sein. Handwerk und Emotion. Nicht nur kopieren, sondern aus deinem Herzen schaffen mit dem Skill, den du dir durch Kopieren angeeignet hast. Ja? Study reality and then form your own reality sozusagen. Ja? Also studiere die Realität, um dann deine eigene zu formen mit den Emotionen, die in dir sind. Das ist eigentlich eine wunderbare Zusammenfassung. Und wenn du eins
mehr gewichtest für zu lange Zeit, dann kannst du abdriften in Dinge, die eigentlich nicht wirklich einen Impact haben, mit denen du nicht wirklich die Legacy hinterlässt, die du hinterlassen möchtest als Artist. Sei es eben entweder das, es ist einfach so eine gute Zusammenfassung, das Video werde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Sei es, wo war es denn hier, irgendwo war es, die Eimer. Wo waren die Eimer? Ja, sei es dieses absolut groteske Performance Art, wo überhaupt kein Skill dahinter steckt, ja, wo die Emotion zu hoch gewichtet ist, zu viel nur Konzept, zu viel nur Emotion, oder eben im Vergleich dazu, nein, nicht Jinx, sondern wo ist es hier, oder nur realistisch bis hyperrealistisch zeichnen, ja, nur das Handwerk, nur das Einfangen von dem, was bereits existiert, das soll es auch nicht sein, sondern so eine gute Balance. Das ist einfach, das ist so ein gutes Bild, das muss ich mir echt merken, das werde ich einfach mal, nicht exakt das Bild, aber ich werde mir diese Metapher auf jeden Fall klauen. Das ist, sage ich jetzt einfach mal, weil das ist so genial. Das ist richtig, richtig gut zusammengefasst. Also im Endeffekt war es mir schon ein bisschen klar, worauf er hinaus wollte. Und ich gehe da mit allem, fast allem d'accord. Außerdem, ich würde nie jemandem sagen, dass er Realität studieren sollte. Wie gesagt, das habe ich schon erklärt. Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, doch, wenn er, vorausgesetzt, er oder sie wirklich zeichnerisch, was das Skill-Level des Handwerk angeht, besser werden möchte, dann muss er das machen. Da kommt er nicht drum herum. Das ist das, was es dafür braucht. Und jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen, wenn du genau das machen möchtest, wenn du dein Skill-Level hochheben möchtest, weil du eben gemerkt hast, deine Emotionen sind vielleicht das klingt komisch, wenn deine Emotionen zu hoch sind. Nee, also, ne, wenn du merkst, du kannst nicht wirklich das darstellen, was du als Emotion, als Konzept hast, weil dein Skill-Level noch hier unten ist, dann habe ich das Passende für dich. Meine S-Art School. Ja, ich biete Online-Kurse an, wo du genau diese Zeichengrundlagen lernen kannst, wo ich die Realität sozusagen vereinfacht habe, wo du Dinge wie Perspektive, proportionales Zeichnen, Schattieren, all das lernst, auch gern Blender, ja, Programme, sowas, um dann deine Emotionen auszudrücken, ja, wo du genau das beides in Balance bringst. Wenn du das lernen möchtest, schau da gern mal in den Link in der Beschreibung. Gibt auch einen kostenlosen Schnupperkurs, wo du dir die Voraussetzungen zum Zeichenlernen aneignen kannst. Ja, Zeichnerkit nennt sich das. Völlig ungebunden, völlig kostenlos, kannst du dich jederzeit einschreiben und mit dem Zeichnen lernen starten. Ich möchte das einfach so vielen wie möglich ermöglichen, genau, weil ich einfach der Meinung bin, ich glaube, ich habe es auch schon mal kurz angeteasert im Video, dass jeder Kunst schaffen sollte, weil es einfach für die mentale Gesundheit, für die Gesundheit generell, für unser Wohlbefinden so enorm wichtig ist. Und es muss nicht unbedingt Zeichnen sein, aber diese gestalterischen Grundlagen kannst du für alles nutzen, egal wie du dich ausdrückst, ob das über 3D-Modeling ist, Zeichnen, Crafting mit einem Plotter, was auch immer. Also es kann alles sein, Malen, Ölmalerei, whatever. Es braucht trotzdem gewisse Grundlagen, die sich sehr oft überschneiden, ja, um sich da in dem speziellen Medium auszudrücken. Und die bringe ich dir eben in der Schule bei. So, und ich bin auch der Meinung, wenn eben sich jeder damit beschäftigen würde, egal auf welche Art und Weise, würden wir als Gesellschaft sehr viel weiter vorankommen. Und zwar nicht im Sinne harder, better, faster, stronger, ja, diese Leistungsgesellschaft, sondern wieder eigentlich zum Kern unserer Natur finden, ja, zu dem eigentlich menschlichen, emotionalen. Wir würden als Gesellschaft würden wir heilen, wenn wir uns mehr mit uns selber versöhnen würden. Und ich finde, da ist Kunst, so esoterisch wie das auch klingt, aber jeder, der sich damit länger beschäftigt, der weiß, dass es wirkt. Da ist Kunst einfach ein essentielles Mittel dafür. Genau. Aber egal, was du machen möchtest, entspannen mit dem Zeichnen, vielleicht sogar einen Beruf ausüben später, was auch immer. Ich hoffe, du bist jetzt motivierter und weißt auch, woran du arbeiten solltest. Ich hoffe, das Video, meine Reaktion vor allen Dingen dazu, hat dir gefallen. Du kannst dich jetzt vielleicht auch selber ein bisschen besser einordnen. Also ich habe auf jeden Fall all diese Phasen, die er hier beschrieben hat, wunderbar in mir selber wiedergefunden. Die habe ich auf jeden Fall alle durchlebt und durchlebe manche auch gerade erneut. Wie gesagt, ja, die Balance zu halten, das ist ja auch das Schwere. Das ist nicht, weil du einmal das gezeichnet hast, dann ist das fest, diese Balance. Nee, die musst du immer wieder finden. Ne? Nicht zu sehr in das eine oder andere abdriften. Das ist genau die Herausforderung, die wir haben. Und ich hoffe, das war jetzt für dich eine Erinnerung, zu gucken, wo ist denn deine Waage? Ist sie gerade ausgeglichen oder ist vielleicht gerade ein bisschen zu viel Konzept, aber deine Zeichengrundlagen sind noch nicht da, wo sie sein sollten? Oder hast du gerade andererseits zu viel Zeichengrundlagen studiert oder bist nur am Studieren, nur am Realismus nachzeichnen und machst gar nichts Eigenes mehr?
Ich hoffe, du kannst dich jetzt da ein bisschen besser einordnen und daraufhin auch deine Art Skills weiter ausbauen, sei es konzeptionell oder intellektuell über die Grundlagen. Genau, also das soweit meine Reaktion zu diesem Video. Wenn du mehr Videos wie dieses sehen möchtest, dann lass mir auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Ja, damit würdest du mich unterstützen, würde ich mich sehr drüber freuen und natürlich würde ich mich auch freuen, dich das nächste Mal wiederzusehen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und wie immer gilt, bleib kreativ und bis bald.